Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Dirk Kuczynski und ich bin technischer Verkaufsberater. Heute bin ich wieder auf dem Weg in unsere Fertigung, um Ihnen ein kundenspezifisches Produkt zu zeigen. Und zwar eine kleine Schwimmelektrode am vormontierten Montagegestell mit ATEX-Zulassung. Hallo Martin. Hallo Dirk. Hi. Das trifft sich. Das Montagegestell ist gerade fertig. Super, Dankeschön. Aber bevor ich unser neues kleines Montagegestell mit unserer kleinen Schwimmelektrode erkläre, noch mal kurz zur Schwimmelektrode in der Variante ILS mit unten angebrachtem Alarmüberbrückungskontakt. Normalerweise ist unsere Schwimmelektrode in Regenwasserauffangbecken montiert, um auslaufende nicht leitfähige Flüssigkeiten zu detektieren, wie zum Beispiel Öl, Diesel oder Benzin. In der Variante ILS haben wir unten einen, wie gesagt, Alarmüberbrückungskontakt. Das heißt, wenn ein Becken einmal trocken laufen sollte, weil nicht genügend Wasser drin steht, würde es normalerweise zum Alarm kommen, weil zwischen diesen beiden Elektrodenstäben keine leitfähige Verbindung mehr besteht. Regenwasser ist leitfähig. Darauf, aufgrund des konduktiven Messprinzips, haben Sie hier immer eine leitfähige Verbindung. Wenn Öl kommt oder eine nicht leitfähige Flüssigkeit, wird dieser Kontakt unterbrochen und für das Relais ist dies eine Alarmfalle. Wenn das Becken trocken läuft, wie gesagt, der Alarmüberbrückungskontakt, der Elektronik vorgaukelt, dass alles okay ist. Einer unserer Kunden hatte allerdings das Problem, dass in seinem Auffangbecken nicht genügend Regenwasser stehen blieb. Sprich, die Auslaufhöhe war so gering, dass unsere vorbenannte Schwimmelektrode mit Alarmüberbrückungskontakt nicht dauerhaft geschwommen ist und somit keine Detektion gewährleisten konnte. Unser Lösungsvorschlag war, unsere kleine Schwimmelektrode zu nutzen, das Ganze vormontiert an einem Edelstahlmontagegestell mit ex-zugelassener Tauchsonde TSR, die wiederum im Falle eines Trockenlaufens des Beckens den Alarm überbrückt. Sprich, es gibt keinen Fehlalarm, weil kein Wasser vorhanden ist. Das Ganze, wie gesagt, wird von uns vormontiert geliefert, sodass der Kunde ganz bequem nur noch mit 2 Drähten in den OHK reingeht und das Ganze an das Relais NR5X Version A anschließt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an der Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich gerne zur Verfügung. Bis bald!